Ketchup, Mayo, Barbecue-Soße. Schon mal selber gemacht? Schon mal auf die Packung geguckt, was da eigentlich drin ist? Es ist super easy und heute zeige ich euch, wie es geht. Hi, ich bin der Soram, willkommen bei Sorams Kitchen. In unserem heutigen Video machen wir Ketchup selber. Witzigerweise besteht der nämlich aus ganz wenigen Zutaten und ist ein amerikanisches Originalrezept. Danach machen wir eine Mayonnaise, tada, ohne Ei. Wird industriell heutzutage wahrscheinlich meistens auch ohne Ei gemacht. Ich glaube, die haben unser Video geguckt und die Mayonnaise nachgemacht. Und zum Schluss machen wir noch eine Barbecue-Soße, weil was gibt's Besseres, um sich auf einen Burger oder sein veganes Steak drauf zu packen. Ich habe ja immer gedacht, irgendwie Ketchup ist ein Wahnsinnsding, weil da muss ja eine Riesenfabrik da stehen, damit der Ketchup hinten rauskommen kann. Das heißt, da ist ein wahnsinniger Prozess dahinter. Aber wie so oft liest man sich die Zutaten durch und dann denkt man sich so, okay, Tomatenmark mit irgendwas Süßem, mit irgendwas Saurem und ein bisschen Salz, das kann ich auch selber. Tendenziell nehme ich auch die besseren Zutaten her und kriege danach ein besseres Ketchup raus. Wo dann die Leute sagen so, wow, wo hast du diesen Ketchup her? Und dann sagst du, habe ich selber gemacht. Sagst du nicht, dass es in 3 Sekunden fertig war oder dass du das auf Sorams Kitchen Kanal angeguckt hast, wie das funktioniert, sondern du bist halt so, mein Name ist Jacques, ich kann kochen und ich mache meine Ketchup natürlich selber. Du Jacques, wenn du weiter deine Freundin beeindrucken willst mit tollen Rezepten, dann kannst du gerne unseren Kanal abonnieren. Das geht hier unten. Und wenn du die Glocke drückst, verpasst du auch nicht das Video, wo diese tollen Soßen mit anderen Gerichten kombiniert werden. Was brauchen wir, um Ketchup zu machen? Wie die großen Hersteller, die ihr alle kennt und die wir nicht essen wollen, haben wir Tomatenmark, Balsamico-Essig, Vollrohrzucker, Salz und Olivenöl. Ihr möchtet jetzt vielleicht meinen, dass jetzt hier viel Tomatenmark reinkommt. Das sind jetzt 130 Gramm. Dann ordentlicher Schuss schwarzer Balsamico. Das ist jetzt der gute dicke, wo schon ein bisschen Zucker mit drin ist, beziehungsweise Traubenmost. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel Zucker im Ketchup drin ist. Unsere wird nicht ganz so süß wie normalerweise. Also 2-3 Esslöffel. Ein bisschen Salz. Und damit das alles dann auch so einen Glanz bekommt und weil mit Fett fast alles besser schmeckt, gibt es noch einen Schuss Olivenöl. Was wichtig ist, ist, dass das den Zucker auflöst. Also das darf dann nicht mehr grisseln. Und der Ketchup wird ein bisschen dunkler. Wenn du den normalen roten Ketchup haben willst, wie du ihn kennst aus der Packung, nimmst den weißen Essig. Wenn du es wirklich so machen willst, wie er industriell ausschaut, dann nimmst du am besten Essig-Essenz. Ketchup. Was brauchen wir für Mayonnaise? Wir brauchen Zitronen, kaltes Öl, Natur-Sojamilch, Sojadrink Natur. Und um das alles farblich ein bisschen aufzupeppen, ein bisschen Kurkuma und Sojasauce. Okay, ich habe sehr kleine, trockene Zitronen in dem Fall. Ich habe schon mal eine vorher aufgeschnitten und geprüft. Deswegen rolle ich die ein bisschen, dann geben sie ein bisschen mehr Saft ab. Also wieso ich so eine Zitronenpresse gerne habe, wenn ihr schaut, die hat wirklich hier relativ scharfe Kanten. Sonst sind die oft so ein bisschen rund, weil das schon so hoch geht und dann ist es so rund und dann quetscht du da oben drauf und drehst und es kommt einfach kein Saft raus. Und hier fräst sich die scharfe Kante praktisch in die Zitrone rein und der Saft kommt besser raus. So, jetzt ist die Gaudi von den Proportionen. Die ändern sich natürlich immer ein bisschen, wenn ich jetzt sage irgendwie 3 Zitronen, sind das natürlich 3 Zitronen von diesen Mini-Zitronen. Also wir brauchen erstmal ein bisschen Salz, damit das schmeckt. Dann brauchen wir ein bisschen Kurkuma, also wirklich ein bisschen Kurkuma. Weil wir wollen jetzt keine neongelbe Mayonnaise haben und wir wollen sie aber auch nicht so strahleweiß. Und einen Schuss Sojasauce. Und jetzt kommt die Gaudi. Jetzt machst du nämlich deine Sojamilch und das soll jetzt gerinnen. Siehst du, wie das so flockt? Das ist unsere Proportion. Sonst ist es wie bei der normalen Mayonnaise auch. Du nimmst ein kaltes Öl. Okay, die Technik ist mit dem Öl reinfließen lassen. Am Anfang darfst du ruhig einen großen Schluck reinschießen und dann gehst du immer langsamer von der Geschwindigkeit, wie du das Öl zugießt. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo du merkst, die Mayonnaise macht und stockt. Und dann, wenn sie stehen bleibt, dann musst du aufhören, Öl reinzuschütten. Weil wenn du jetzt noch weiterhin Öl reinschüttest,
dann wird das alles wieder schön flüssig und du kannst damit deine Pommes frittieren, aber nicht deine Pommes drin dippen. Also wenn du siehst, dass die so steht, ein Tick mehr Öl hätte man vielleicht noch reinmachen können, dann steht die auch komplett oder wenn du es im Weitermix machst, aber so ist eine gute Mayonnaise-Konsistenz. Okay, Zutaten für Barbecue-Soße. Wir nehmen Ketchup, Sambal, Kurkuma, Rosenpaprika, Kreuzkümmel und Koriander und wahrscheinlich Salz. Okay, wir nehmen unseren coolen Tiger Kinderketchup. Und wenn du mal schaust, was bei Barbecue-Soße eigentlich drin ist, das ist eigentlich immer nur Ketchup mit Gewürzen und das können wir auch selber machen. Kannst du natürlich auch den eigenen Ketchup nehmen, den wir vorher hatten, den wir selber gemacht haben. Und so mit dem Sambal und dem Ketchup ist es uns ein bisschen zu dünnflüssig, deswegen machen wir jetzt ordentlich Gewürze rein. Das macht es auch ein bisschen dicker und gibt Geschmack. Das macht dann so diesen Curry-Look, ein Teelöffelchen Kurkuma. Und jetzt geht es dann so in die Oriental. Moment. Schauen wir gleich aus, das ist Koriander. Und Kreuzkümmel, das ist der dann so ein zitrusartigeres Aroma mit reingibt. Da können wir auch ein bisschen mehr mit reinmachen. So. Übrigens eine super Soße, um alles Mögliche damit zu machen. Also jetzt nicht nur Barbecue-Soße, sondern diese Gewürzmischung kannst du für Blumenkohl backen, alles Mögliche für Gemüsegeschichten und so weiter machen. Hier ist unsere Barbecue-Soße. Wir brauchen einen Schuss Wasser, weil so ist er uns ein bisschen zu dick. Schuss Wasser. Schuss Öl für den Glanz haben wir vergessen. Und wenn du es süßer haben willst, kannst du es dir auch noch süßer machen. Mir war es nicht ganz süß genug, deswegen, also musste nicht machen, war schon vorher gut. Ich mache noch einen Schuss Ahornsirup mit rein, das ist auch nur ein Esslöffelchen. Haben wir leider vorhin bei den Zutaten vergessen. Aber vielleicht schafft es euch der Phil, die noch mit reinzutun. Und dann kriegt es gleich noch so eine ganz andere Sämigkeit. Genau, also unsere Barbecue-Soße ist jetzt ein bisschen heller geworden als der Ketchup, was ungewöhnlich ist, weil normalerweise ist Barbecue die braune Soße. Wenn du da den schönen Kontrast haben willst, machst du halt den Ketchup mit weißem Balsamico. Boah, Burger Time. So, jetzt haben wir unsere 3 Soßen gemacht. Abgefahren, oder? Ohne großartiges Werkzeug, ohne dass man jetzt eine riesen Fabrik braucht, um Ketchup herzustellen oder Mayonnaise zu machen, ohne dass man das dann verpacken muss in irgendwelche Plastiktuben, die man dann irgendwie wieder wegschmeißen muss und so weiter, haben wir selber einen Ketchup gemacht, eine Mayonnaise und eine Barbecue-Soße, die du wirklich benutzen kannst fürs Grillen, für jeden Burger, den du machst, für deine Pommes, für, ich würde sagen, auch zu jedem Bratling oder alles gebraten, jedem Bratstück, was du auf dem Teller irgendwie servierst, kannst du diese 3 Sachen dazu machen und das geht wirklich super einfach. Ketchup war wirklich easy, einfach nur mit Tomatenmark, Essig, Öl und Salz, Zucker natürlich. Die Mayonnaise, wie oft braucht man Mayonnaise? Ganz Holland lebt davon. Kannst du eigentlich nichts Besseres haben als ein... Ja, das stimmt doch. Ja. Auch super einfach zu machen, aus super wenigen Zutaten, total easy und einfach. Und Barbecue-Soße, da haben wir jetzt extra den Ketchup als Basis genommen, damit man sieht, dass man auch einfach den Ketchup verfeinern kann. Ich finde auch, dass unser selbstgemachter Ketchup deutlich besser ausschaut als die mit der Ketchup-Basis. Also wenn du die selber machen magst, mit dem Grundrezept und das einfach nochmal anders abwürzt, Bombe. Barbecue-Soße riecht. Ja, die schmeckt auch, ja. Also das ist auf alle Fälle, genau. Das waren unsere 3 Soßen, Ketchup, Mayo und Barbecue-Soße. Ihr seht in dem nächsten Video, wie wir die 3 Soßen auf einen Burger gepackt haben. Ihr seht auf dem anderen Video, wie wir das Brötchen dazu gemacht haben. Abonniert gerne unseren Kanal, denn jede Woche kommen wir mit neuen Videos zu euch und bringen euch das vegane Kochen bei. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ciao.